zur Krankheitsentwicklung anregen können. Anfangs befinden sich die Initiatoren im Kreislauf und kreisen im ganzen Körper. Der Tumor wird an der Stelle entstehen, an der die Betreuer erzeugt werden. Zigaretten können keinen Krebs verursachen. Sie können nur die Erzeugung von Betreuern in den Lungen verursachen, was Krebsbildung an dieser Stelle wiederum zur Folge hat. Wenn die Betreuer im Bereich der Nieren produzieren, wird sich dort auch Krebs bilden. Jeder Versuch, Krebs im menschlichen oder tierischen Körper zu züchten, ist zum Scheitern verurteilt, weil niemand die gleichen Entwicklungsbedingungen des Krebs rekonstruieren kann. Krebszüchtung an Tieren und dessen Behandlung ist ein Betrug, weil bisher niemand in der Lage war, Krebs an Tieren zu züchten und die Behandlungsergebnisse beim Menschen einzusetzen. Gesunde Zellen erkennen die Krebszellen als Fremde und lehnen diese ab. Wenn die Krebszellen sich befreien, gelangen sie zum Kreislauf und verbreiten sich im ganzen Körper. Sie können ein blasenähnliches Gebilde bilden, das sich vergrößern wird, bis es sich zu einem Tumor verwandelt. Kanzerogene sind keine lebendigen Mikroorganismen, die man töten könnte. Deswegen können wir keine Arzneimittel verwenden. Die einzige Möglichkeit zur Krebsheilung ist eine physische Entfernung der Kanzerogene aus dem Körper mit Hilfe der Heilungsmethode der neutralen Absorption, einer Infektion, die wir im Weiteren vorstellen werden. Es gibt und wird auch keine andere Methode zur Heilung von Krebs geben. Es ist die allerbeste, einzige Methode, weil man keine Arzneimittel verwendet, weil sie weder Nebenwirkungen noch Rückfälle hat, wie sie bei der Radio- und Chemotherapie erscheinen. Der Initiator hilft bei der chemischen Verbindung des Betreuers mit der gesunden Zelle, indem er diese in eine Krebszelle umwandelt, die selbst zu einem Betreuer wird und somit deren Anzahl vergrößert und verursacht, sodass die chemische Reaktion von alleine angekurbelt wird. Es ist die Autokatalyse, die hauptsächlich für die rapide Anhäufung von Krebszellen im Körper verantwortlich ist und nicht deren unkontrolliertes Teilungsverhalten. Teilung von Krebszellen ist unmöglich, weil es keine normalen Zellen sind. Aber infolge der Autokatalyse werden große Mengen von gesunden Zellen in Krebszellen umgewandelt, was Funktionen der lebenswichtigen Organe beeinträchtigt und schließlich zum Tode führt. Gewöhnliche Körperzellen sind stabil, ausgeglichen und apolar. Wenn die gesunde Zelle sich in eine Krebszelle verwandelt, wird alles verändert. Die Krebszellen sind weder stabil noch ausgeglichen. Sie sind polarisiert. Aus diesem Grund kann sie mit Hilfe magnetischer Resonanz entdeckt werden. Nur das von mir gezeigte Modell repräsentiert sie. Wenn ein Impuls zu normalen Zellen gesendet wird, haben diese eine Relaxationszeit von 0. Dagegen ist für die Krebszellen aufgrund deren Polarität und unregelmäßiger Form eine gewisse Relaxationszeit charakteristisch. Folglich entdeckt die magnetische Resonanz den Unterschied in der Relaxationszeit der gesunden Zellen und der Krebszellen und zeigt somit die Stellen an, wo sie sich befinden. Ich werde Ihnen zeigen, wie die magnetische Resonanz arbeitet. Die magnetische Resonanz sucht die Krebszellen. Gewöhnlich findet sie diese durch den Vergleich der Relaxationszeit von gesunden Zellen mit der Relaxationszeit von Krebszellen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie das wirkt. Das ist eine normale Zelle. Wenn man ihr einen Impuls vermittelt, kommt sie sofort zum Stehen. Nochmals ein Impuls. Sie stoppt. Hier ist eine durch Viren und Bakterien beschädigte Zelle. Nach Übermittlung eines Impulses weist sie eine kurze Relaxationszeit auf.
Versuchen wir es noch einmal. Kurze Relaxationszeit. Das ist eine Krebszelle. Der Impuls zeigt, wie lang die Relaxationszeit der Krebszellen ist. Sie ist lang. Versuchen wir es nochmals. Der Unterschied zwischen der Relaxationszeit der gesunden Zellen und der Krebszellen wird durch die magnetische Resonanz entdeckt, was uns erlaubt, Krebszellen zu lokalisieren. Auf diese Weise arbeitet die magnetische Resonanz. Jetzt wissen Sie es auch. Der Mechanismus der rheumatoiden Arthritis ähnelt dem Krebsmechanismus. Der einzige Unterschied liegt am Initiator. In diesem Fall greift der Initiator den Knorpel in den Gelenken an und wandelt die Knorpelzellen in bösartige Zellen um, die sich befreien und im ganzen Körper zerstreut werden. Der Knorpel wird dünner, bis er völlig verschwindet. Wenn die gesunden Knorpelzellen sich in bösartige Zellen verwandeln, sich aber nicht befreien können bzw. sich befreien und nicht in den Kreislauf gelangen, werden solche Zellen einen bösartigen Tumor um die Gelenke herum bilden. Weiße Blutkörperchen werden ihn angreifen, was zu Schwellungen und Rotfärbung der Gelenkstellen führt, die häufige Symptome der rheumatoiden Arthritis sind. Die veränderten Knorpelzellen beeinträchtigen die lebenswichtigen Organe nicht und führen auch nicht zum Tod. Sie sind wahrscheinlich zu klein, um die Organe zu überfallen und deren Lebensfunktionen zu beeinträchtigen. 100%ige Heilung ist garantiert, wenn Sie die Methode der neutralen Absorption einer Infektion anwenden. Um mit der Behandlung zu beginnen, müssen Sie eine Wunde vorbereiten. Um sie vorzubereiten, braucht man einmalig einen Rasierer, einen Ring, der die Größe der Wunde einschränkt, einen frischen, saftigen Knoblauch, der eine Hautblase bildet. Verwenden Sie eine Knoblauchpresse, um den Knoblauch zu pressen und den Ring mit Knoblauch zu füllen. Sie werden noch ein Stück dicke Plastefolie brauchen, um den Knoblauch zu bedecken, sowie ein Taschentuch und eine Bandage darauf. Nach 6 bis 8 Stunden wird sich eine Blase zeigen. Wenn sich die Blase fertig ausbildet, werden Sie Folgendes benötigen: eine Nagelschere zum Durchschneiden der Blase und Entfernen der Haut. Es ist ganz einfach und schmerzlos, weil die Haut der Blase tot ist. So ist die Wunde fertig. Für den täglichen Gebrauch werden Sie benötigen Alkohol zur Reinigung der Haut um die Wunde herum, einen Wattebausch, den man mit Alkohol durchtränkt, Samen der Kichererbse zum Einlegen in die Wunde. Einen Kohl, um die Wunde nass zu erhalten. Und ihrem Austrocknen entgegenzuwirken. Ansonsten wäre der Wechsel der Samen der Kichererbse sehr schmerzhaft. Dank dem Kohl ist der Wechsel der Samen sehr einfach. Wenn der Samen durchnässt ist, ziehen Sie ihn heraus und legen einen anderen, trockenen ein. Decken Sie es dann wiederum mit Kohl zu, um die Feuchtigkeit drinnen zu erhalten.
Der erste Schritt ist die Vorbereitung des Rings. Kleben Sie ihn an ein Stück Klebeband. This plastic is tape to keep the room. Dadurch wird der Ring gut an der Wade kleben. Then you're gonna fill garlic, crushed garlic. Füllen Sie ihn sodann mit frisch gepresstem Knoblauch. For everyday use, Für den täglichen Gebrauch werden Sie this is a regular napkin. ein einfaches Taschentuch benötigen. Napkin in half, Falten Sie es zur Hälfte. like this. Then you hold the middle and fold Und falten Sie es dann noch einmal zur Hälfte. half. Then cut this corner. Schneiden Sie sodann die Ecke ab. So you're gonna have this shape of paper. Sie erhalten diese Form. Fold this way. Falten Sie das Taschentuch nochmals auf diese Weise. And put piece of cabbage Nehmen Sie dann ein Stück Kohlblatt und bedecken Sie es mit dem Taschentuch. so through this hole you see the cabbage Man kann durch die Öffnung den Kohl sehen. must cover the wound with Der Kohl muss die Wunde mit dem Samen der Kichererbse zudecken. together with this Wickeln Sie das Ganze schließlich mit der Bandage um. and very tight, should be very tight Um eine bessere Wirkung zu erhalten, soll die Bandage eng umwickelt sein. for beginning Das wäre für den Anfang. treatment. Setzen Sie mit der Behandlung fort. Es ist nicht nötig, sich jetzt alles zu merken. You have to remember what Gleich zeige ich Ihnen eine Liste mit allen Sachen, list of the item die Sie am Anfang brauchen werden, and every sowie eine Liste der Sachen zum täglichen Gebrauch. information from there. We have to make a Man muss eine Wunde im Körper machen, um zum Serum unseres Lymphsystems zu gelangen. lymphatic system. To make a wound, we have to Zunächst muss man die beste Stelle unseres Körpers wählen. choose the location where to make the wound. Aus meiner 65-jährigen Erfahrung weiß ich, The best dass place die beste Stelle dafür die Wade ist. here on the cuff. As you see here, Wie Sie sehen, habe ich zwei Wunden. I treated myself Zum ersten Mal habe ich mich prophylaktisch behandelt. prophylactic purposes. Zum zweiten Mal, als ich 2003 fortgeschrittenen Krebs hatte. Pancreatic cancer. So wound should be here. Die Wunde soll also hier sein. Start the wound, we have to Zuerst muss man die Stelle rasieren, an der die Wunde entstehen soll. shave the area. And Und den Ring vorbereiten. this ring, we have to put this ring Man verwendet ihn dann, um die Grenzen der Wunde zu markieren. We need wound Die Wunde soll genau die Größe des Samens einer Kichererbse haben, nicht größer. don't need bigger